was a morning in June when I heard that tune. Ja, wir pflanzen mit großer Freude in ganz Tirol Bäume, weil wir sind eine Organisation, die dafür einsteht für gerechte, solidarische, ökologische und sozial nachhaltige Welt. Und die Klimakatastrophe ist etwas, was uns alle betrifft, auch Menschen mit Behinderungen betrifft. Und es ist ein Wunsch und eine Idee von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gewesen, könnten wir für den Tiroler Wald was tun, könnten wir also auch gegen die Klimakatastrophe selbst aktiv werden. Und das passt gut zur Organisation dazu und deswegen pflanzen wir heute an 5 verschiedenen Standorten in ganz Tirol über 450 Bäume und tun damit ganz was Wesentliches für eine gesunde Welt. Menschen mit Behinderungen werden selbst zu Akteuren für eine bessere Welt. Sie setzen Bäume, sie machen die Welt gesünder, sie machen die Welt besser. Und gerade eine Zielgruppe, die ja auch immer ihre eigenen Rechte zu Recht einfordert, tragt jetzt selbst was bei, auch für eine gerechte, soziale und ökologisch nachhaltige Welt. Und deswegen ist es ganz eine tolle Aktion für uns. Also der Tiroler Forstverein setzt sich sehr für den Tiroler Wald ein. Und als solches sind wir natürlich immer sehr froh, wenn Menschen sich engagieren für den Wald. Und mit unserer Kooperation mit der Tiroler Lebenshilfe haben wir in diesem bunten Lebenshilfewald einfach die Möglichkeit zu zeigen, dass jeder Mensch seinen Beitrag dazu leisten kann, im Wald Verbesserungen für den Klimawandel zu erreichen. Ein klimafiter Stadtwald ist für uns alle Lebensgrundlage. Da haben wir von ganz viele Projekte die letzten Jahre mit der BPD gemacht, unter anderem auch letztens mit der Uni Innsbruck, das Stadt-Klimawald-Projekt. Nachdem wir den partizipativen Ansatz setzen, also gesagt, jetzt können wir Menschen mit besonderen Begabungen, mit Beeinträchtigungen helfen, haben wir gesagt, machen wir das gern und geben unser Know-how her, unser Engagement, schließen uns mit euch zusammen und machen dann gemeinsam mit der Lebenshilfe so ein Klimawaldprojekt. Haben das dann eigens entwickelt gemeinsam, sehr kooperativ. Daraus ist der bunte Lebenshilfewald geworden, ist ja wirklich ein schönes T-Shirt, können wir stolz sein. Und haben wir jetzt nach einem Pilotprojekt im April, in den heutigen Tagen jetzt angefangen, tirolweit das auszurollen. Gell? Ich habe natürlich gesagt, es ist nicht nur ein Projekt, was für die Stadt wichtig ist und für alle Menschen in unserem Land, ganz wurscht, welche Herkunft, welche Begabungen, welche Religionsbekenntnisse sein, es ist ja ein tirolweites Projekt und habe dann über meine Kontakte, ich bin also Vizepräsident der ARGE Alpenische Forstverein, ich war lange im Tiroler Forstverein, im Landesforstdienstführung tätig, bevor ich zur Stadt gegangen bin, habe dann gesagt, dehnen wir das auf ganz Tirol auf, weil auch die Lebenshilfe in ganz Tirol eigentlich Heimat bietet, Hilfe bietet und wir auch in ganz Tirol kompetent und zuständig als Forstdienst sind, im Wald in eine zukunftssichere, klimafitte Zukunft zu führen. Nicht? Und deshalb hat sich das so toll entwickelt, dass wir jetzt heute an 5 verschiedenen Bezirken so eine Aufforstungsaktion mit der Lebenshilfe machen können. Die Natur ist es wichtig und vor allem wenn Regenwetter wäre, dann wachsen sie nachher eins nach der Reihe höher. Mit der Hacke und dann muss man so hacken und das schätzen das ganze Ding aus, die ganze Erde außen, dann auch mit der Hacke auch. Na, wir als Organisation Lebenshilfe Tirol, wir wollen ja auch für etwas stehen. Wir stehen für eine gerechte Welt und die Idee dieser Baumpflanzaktion, und die beginnt ja jetzt und geht ja in den nächsten Jahren weiter, kommt aus dem Kreis der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ist für uns auch eine sinnstiftende Aktion, wo Mitarbeiter und Menschen mit Behinderungen gemeinsam für eine bessere Welt beitragen kann, und das stärkt das innere Zusammenhaltsgefühl. Wir sind ein toller Arbeitgeber, ein Arbeitgeber, der seinen eigenen Organisationszweck gut erfüllt, der aber darüber hinaus Verantwortung für Welt und Umwelt übernimmt und eintritt für eine gerechte Welt.